So, und jetzt geht's hier auf der Bühne direkt weiter mit der Green Convenience. Wir begrüßen jetzt gleich zwei Sprecher hier, die das zusammenhalten werden. Und Green Convenience ist eigentlich so die revolutionäre KI-Lösung für den automatisierten Zustellerfolg, wirklich dann beim Kunden. Und Green Convenience nutzt dazu PTV-Komponenten und wird dann erklären, wie KI hilft, dass die Empfänger auch wirklich zu Hause sind. Und ja, wir freuen uns jetzt, bitte begrüßt mit einem ganz herzlichen Applaus Benjamin Ben Daud und Michael Nutto von PTV Logistik und Green Convenience. So rum, bitteschön. Super. Die Bühne gehört euch. Ich wünsche euch viel Spaß. Ja, danke schön. Ja, vielen Dank für die Einladung nochmal. Ich hatte es gar nicht so weit. Also wir sind hier im Pollux Tower gegenüber vom Skyline Plaza, wer das vielleicht kennt. Wir sind die Green Convenience GmbH und wir beschäftigen uns mit der Schnittstelle zwischen Datenschutztechnologie und KI. Das heißt, wir befassen uns mit Use Cases, die schwer datenschutzkonform umsetzbar sind und haben da auch eine patentierte Technologie dafür. Wir bieten zwei Produkte an. Das eine ist Driver Trust, das ist ein Produkt zur Diebstahlsprävention. Das wollen wir aber heute nicht vorstellen, sondern wir wollen heute die Green Convenience AI vorstellen. Das ist ein Produkt für den automatisierten Zustellerfolg beim ersten Versuch, das eben sehr gut kompatibel ist mit PTV. Deswegen habe ich den guten Michael hier an Bord. Das sind unsere Partner oder einige unserer Partner, die Sie kurz mal eine Übersicht bekommen. Aber hauptsächlich geht es natürlich hier um PTV und wie wir gemeinsam die letzte Meile revolutionieren wollen. Ja, kann ich auch noch einen Satz dazu sagen. Wir haben uns, ich glaube vor 2 Jahren war das, auf der Last Mile City Logistik kennengelernt. Da bist du dann ja, von Stand zu Stand und hast dann mal deine Lösung vorgestellt und diese Lösung hat mich auch wirklich überzeugt, auch sein Auftritt. Und dann haben wir gesagt, das wollen wir uns tatsächlich mal gemeinsam anschauen, was da für Möglichkeiten bestehen. Und ich glaube, in den 2 Jahren hat sich unglaublich viel getan und da wollen wir heute auch ein bisschen was dazu erzählen. Genau, vielen Dank. Und für den Anfang schauen wir uns mal zur Auflockerung ein kleines Video an. Niemand zu Hause? Können Pakete nicht zugestellt werden, ist das extrem ärgerlich. Nicht nur für Lieferdienste, sondern auch für die Kunden. Klar, denn gescheiterte Zustellversuche bedeuten unnötig hohe Kosten für die zusätzliche Arbeitszeit und um Pakete zwischenzulagern. Und die Kunden sind garantiert nicht begeistert, wenn sie ihr Paket von einer Packstation abholen müssen oder es einfach vor der Haustüre abgestellt finden. Also lieber feste Liefertermine vereinbaren? Auch nicht besser. Denn um die einzuhalten, müssen Zusteller häufig Umwege in Kauf nehmen. Und Kunden warten stundenlang zu Hause auf ihre Bestellung. Einfacher geht's mit Green Convenience. Unsere Software unterstützt Sie dabei, bis zu 99% Ihrer Lieferungen beim ersten Versuch erfolgreich zuzustellen. Und so funktioniert's. Unsere KI analysiert die Standortdaten der Kunden und ermittelt, wann diese eine Lieferung entgegennehmen können. Alle Informationen sind dabei vollständig anonymisiert. So ist es unmöglich, reale Standortinformationen einzelner Personen auszulesen. Deswegen ist unsere Software nicht nur 100% DSGVO-konform, sondern wurde auch von Datenschutzexperten zertifiziert. Anhand dieser Analysen wird dann eine optimale Route geplant. Und zwar so, dass nur Zustellungsversuche erfolgen, wenn wirklich jemand zu Hause ist. Das Ergebnis? Rund 45% gesparte Lieferkosten, bis zu 99% erfolgreiche Zustellungen und ein Liefererlebnis, das Kunden begeistert. Klingt gut? Dann vereinbaren Sie jetzt Ihr Erstgespräch auf unserer Website, das können wir mal überspringen, weil ich bin ja live hier, nicht wahr? Können wir gerne später direkt drüber sprechen. Genau. Eine kurze Übersicht, was bieten wir an? Wir bieten end-to-end alles, was Sie für KI-basierten, automatisierten Zustellerfolg brauchen. Wir reden mit Ihnen, schauen, wo Sie technologisch stehen, holen Sie da ab und bringen alles andere mit. Auch natürlich über unsere Partner, wie zum Beispiel PTV. Wir sind kompatibel mit den Optimierungsdiensten von der PTV und schauen da, was genau für Sie passend ist. Und das machen dann natürlich die Kollegen von PTV selber. Und genau, im Ergebnis haben Sie dann 99% erfolgreiche erste Zustell- und Abholversuche. Zum einen durch Deep Learning, zum anderen durch einen Live-Abgleich, auf den wir gleich hinzukommen werden.
bis zu 45% niedrigere Zustellkosten, zufriedenere Kunden und optimierte Runden durch Anwesenheitsvorhersage. Das Ganze ist anonymisiert, zertifiziert, datenschutzkonform und in 156 Staaten Patent Pending. Jetzt gehen wir kurz darauf ein, wie funktioniert das alles. Stellen Sie sich vor, oder fragen wir mal in die Runde, welche App benutzen Sie, wenn Sie online einkaufen? Einfach mal, welches für Amazon. Hervorragend. Gute Gespräche mit den Leuten. Ja, genau. Also im Endeffekt ist es eine Zusatzfunktion für Apps. Es kann die Online-Händler-App sein, wie Amazon, es kann aber auch die DHL-App sein, die DPD-App, vollkommen egal. Aber der Kunde muss die App in der Hand halten. Und wir bieten jetzt eine Zusatzfunktion und diese Zusatzfunktion erscheint einfach dieses Pop-up im Branding der App. Also Sie erkennen nicht, dass es von uns ist. Und das Pop-up fragt Sie, möchten Sie automatisierten Zustellerfolg aktivieren? Der Nutzer klickt hier auf Ja. Dann als nächstes wählen Sie die Personen aus, die für Sie Pakete annehmen können. Und dem Nutzer werden seine Personen, also aus seinen Kontakten angezeigt, er kann die auswählen. Und wenn er sie ausgewählt hat, kriegen die automatisch diese Nachricht, sind Sie damit einverstanden, für mich Pakete anzunehmen? Jawohl, ich stimme zu. Und dann noch der Hinweis, die Daten werden anonym auf Ihrem Handy verarbeitet und niemand hat Zugang dazu. Weder wir, noch PTV, noch irgendjemand sonst. Und niemand kann Ihre Daten einsehen. Alles klar. Was passiert jetzt? Wir analysieren die Daten im Handy selbst. Das heißt, die Zusatzfunktion analysiert die Daten im Handy selbst, aber teilt die Daten mit niemandem. Und niemand hat Einsicht dazu. Wie das genau funktioniert, können wir später klären, aber hier auf der Bühne würde das den Rahmen komplett sprengen. Nur die Ergebnisse werden weitergereicht an zum Beispiel Zustelloptimierungsdienste wie die PTV, um gemeinsam Optimierungen durchzuführen. Das sind die optimalen Lieferzeitfenster, die die KI pro Haushalt ermittelt und ausgibt. Diese kann man erstens dazu nutzen, eine Entscheidung zu treffen, welches Paket gebe ich erfolgsoptimiert auf welcher Tour mit, noch vorgelagert, bevor der Transport überhaupt startet. Darauf abgeleitet auch, wann ist das der perfekte Zeitpunkt für den Picking-Prozess etc. pp. Denn man weiß, im Grunde haben die Unternehmen Rumpftouren, sie wissen, wann ungefähr können sie an welcher Adresse sein. Und schon hier kann man optimiert die Entscheidung treffen, für diesen Haushalt, für diese Sendung macht es Sinn, ihn auf der Tour, der Nachmittagstour heute mitzugeben, anstatt der Vormittagstour oder morgen auf der Vormittagstour, um eben auf die erfolgsoptimiert hier schon eine Optimierung vorzunehmen. Dafür muss man die Tour noch überhaupt nicht anfassen. Im nächsten Schritt geht es jetzt um die Tourenoptimierung und da natürlich auch dann um PTV. Deswegen jetzt mal an dich. Genau. Und da haben wir auch gestern schon einiges gehört. Die Produkte sind ja schon vorgestellt worden. Natürlich hier sehr stark auch Schnittstellen-driven. Das heißt, das, was ich vom Ben bekomme, sind ja die Zeitfenster mit den Prozentzahlen, mit welcher Vorhersage tatsächlich auch der Kunde zu Hause ist. Das heißt also, es kann zwischen 80, 90, 95% sein. Also wir nehmen nur sichere, optimale Zeitfenster zu uns und die können wir natürlich wunderbar verarbeiten. Ob es jetzt in Optiflow ist, ob es mit den Developer-APIs ist, das kommt ganz darauf an, wie Sie das in Ihr System integrieren wollen. Oder wenn Partnersysteme natürlich eine Tourenoptimierung anbieten, dann können natürlich diese Zeitfenster angenommen werden. Einfache API-Schnittstelle und die übernehmen wir und können die auch wunderbar verarbeiten. Es können auch mehrere Intervalle sein am Tag. Da werden wir nachher auch ein schönes Beispiel sehen, wie wir das einfach mal für eine Kostenanalyse mal herangezogen haben. Und dann sieht man, dass halt dieser Workflow, dieser Prozess automatisch funktioniert. Und natürlich dann kommen noch die ganzen nachgelagerten Prozesse. Wir wollen die Transportkosten bestimmen, Emissionen. Also alles die wichtigen Themen, die wir ja gestern angeschnitten haben, sind natürlich möglich, mit den Developer-APIs dann diese Informationen auch abzurufen. Ja, und dann natürlich, wenn man den kompletten Prozess anschauen will, wenn wir natürlich geplant haben, können wir natürlich auch mit der Navigation oder mit dem Axilog die komplette Transportverfolgung machen. Das heißt also, wir können tatsächlich den kompletten logistischen Prozess auf der Straße abbilden mit den unterschiedlichen APIs. Ja, und das ist halt wichtig, dass wir eine erfolgreiche Erstzustellung haben wollen. Mit diesen Informationen, mit den Daten können wir auch sehr hochdynamisch arbeiten. Und das ist auch der Vorteil, warum wir beide
absolut davon überzeugt sind, dass diese Kombination aus unseren dynamischen Planungen, die wir hochperformant sehr schnell umsetzen können, und er kann sehr schnell, oder die KI kann sehr schnell erkennen, wenn irgendwas Unvorhergesehenes passiert, weil das Thema, wenn ich zu Hause bin und ich habe meine fixen Momente, die kann man sehr schnell bestimmen, aber dann, wenn halt was Unvorhergesehenes passiert, ich will doch jetzt schnell mal mit meinen Hunden Gassi gehen, das kann das System lernen. Und damit können wir auch ziemlich mit hoher Sicherheit dann die 99% auch garantieren, dass wir auch bei der Erstzustellung tatsächlich erfolgreich sind. Und genau das mit der Kombination, wenn sich was ändert, können wir diese dynamische Änderung auch sofort in der Routen- oder Tourenoptimierung ja mit berücksichtigen. Das heißt also, dieses ganze Live-Tracking, das können wir auch mit übernehmen und können natürlich dann die Touren jederzeit auch korrigieren. Ja, und dann kommen wir dann zu den Besonderheiten noch, dass wir mit dem Lernen dann auch immer besser werden. Da kannst du vielleicht noch ein bisschen was dazu sagen. Ach ja, genau, dann machen wir es nochmal hier, einmal zurück. Genau. Also im Endeffekt, wir übergeben die Anwesenheitsvorhersage an PTV. PTV erstellt das optimale Routen- und Tourenplanung und der Fahrer folgt dieser Tourenplanung wie üblich auch. Wir haben gerade über den Live-Abgleich gesprochen. Das ist im Endeffekt ein Mix aus dem Deep Learning-Modell, das die Gewohnheiten misst und darauf die Zeitfenster analysiert und dann nochmal abgleicht, ob diese Zeitfenster für heute auch passen. Und beides läuft parallel automatisch ab und was ein agiles, optimiertes, KI-optimiertes Routing eben ermöglicht. Für den Fahrer ändert sich nichts. Er merkt nur, dass er öfter erfolgreiche erste Zustellversuche hat, kriegt wie immer seine Route angezeigt und die KI lernt eben aus den Erfahrungen auch an der Zustelladresse und wird immer besser, sowie auch aus der Zeit, die der Nutzer den Service aktiviert hat. Ja, jetzt kommen wir, bitte. Genau, das Beispiel, was ich ja schon angekündigt hatte, hier mit Optiflow sind wir in Hamburg. Ich habe hier das Depot definiert, das ist ja schön im Hafen-City-Bereich, habe mir also eine schöne Ecke ausgesucht, ist natürlich alles fingiert, aber im Endeffekt habe ich hier mal so eine Paketzustellung nachvollzogen. Man sieht hier mit 120 Stops. Ich habe vom Ben habe ich da die Zeitfenster bekommen, die sind hier dargestellt. Es sind durchaus auch mal 2 Zeitfenster, also wir können auch mehrere Intervalle mit berücksichtigen. Wir haben halt hier Zeitintervalle genutzt, die mit einer Wahrscheinlichkeit 85% und höher tatsächlich auch eine erfolgreichen Erstzustellung ermöglicht. Und man sieht hier, gehen wir mal ein bisschen runter, damit man ein bisschen was sieht. Vom Depot Hafen sieht es immer aus. Hier großzügig geht es bei mir um 10 Uhr los. Haben also ein großzügiges Zeitfenster gewählt. Ich komme hier spätestens um 18:46 Uhr, muss ich wieder ein bisschen zurück, damit Sie es auch sehen, kommen wir wieder an. Die Zeitfenster sieht man, sind hier unterschiedliche bis 20:30 Uhr. Also theoretisch hätte man auch später ankommen können, aber die Tourenplanung hat es so optimal hinbekommen, dass wir auch wirklich angenehm um 6:45 dann wieder zum Depot zurückkommen. Von den Kosten her sieht man ja ein bisschen was. Also wir wollten jetzt eine Kostenanalyse mal so ein bisschen auf fingierten, aber immerhin versucht, die reale Welt so gut wie möglich abzubilden. Man sieht, durch die Optimierung haben wir hier schon einen Kosten von 702 Euro. Also ich habe Fixkosten von so knapp 350 Euro für das Fahrzeug gewählt und habe dann noch ein paar weitere Kosten, wie zum Beispiel natürlich per Kilometer 40 Cent angesetzt oder halt dann die Zeit per Stunde mit 19 Euro, also ein bisschen hier so deutsche Preise. Kann man natürlich diskutieren, ob die jetzt exakt sind, aber das kann man natürlich anpassen, wenn Sie dann andere Kostenfaktoren haben. Das geht relativ schnell. Wichtig war mir, dass wir erstmal eine valide Tour bekommen anhand der Zeitfenster, die ich von ihm automatisch übernommen habe. Und ja, dann würde ich sagen, können wir mal an die Ergebnisse. Die Ergebnisse zeigen, ich mache einfach die ersten, die Tourenkosten, dann übernimmst du. Perfekt. So würde ich sagen. Also man sieht, ich habe angesetzt hier, das sieht man, dass hier unten dann irgendwo müsste stehen dann mit den 12%. Also sprich, ich bin von den tatsächlich Ausgangssituationen von den 798 Euro ausgegangen, wenn man nicht optimiert. Das sind also so ein Durchschnitt von 12%. Natürlich, manchmal ist es ein bisschen mehr oder weniger, aber wenn man eine gute Tourenoptimierung mit unserer Software durchführt, dann haben wir das schon real tatsächlich nachgewiesen, dass wir locker bis zu 15% Einsparungspotenzial haben, manchmal auch höher, je nachdem, in welchem digitalen Stand man ist. Aber ich habe jetzt mal einen Mittelwert genommen von 12%, deswegen sieht man hier, allein durch die eine Tour sind schon mal 95 Euro eingespart worden. Und jetzt kommst du. Genau, super. Ja, und wir satteln eben da noch auf und führen eben die zusätzlichen
Optimierungen hinzu des automatisierten Zustellerfolgs. Man sieht es hier mit dem Vergleich. Wir haben jetzt Durchschnittswerte in Deutschland angenommen. Das heißt, die Erfolgsquote bei der ersten Anfahrt von 15%. Es gibt auch Studien, die sagen, es ist 19,3%. Das ist nicht die Zustellquote und auch nicht die Pfade, nicht die First Attempt Delivery Rate. Man muss immer schauen, welche KPI guckt man sich an. Da werden wir später nochmal drauf eingehen. Eingespart werden im Endeffekt 5 Kostenblöcke. Das sind, Sie sparen sich die ganzen zusätzlichen Zustellversuche, Sie sparen sich die Rückführung und Lagerung, Sie sparen sich Verwaltungs- und Kommunikationskosten, Sie sparen sich die Zeitverzögerungen und Ineffizienzen, die dadurch entstehen, und Sie sparen sich Belastungen des Kundendienstes. Zusammengenommen haben wir 8 € pro verpasste Zustellung, die Sie sich einsparen. Mit 15 verpassten Zustellungen, die Sie vermeiden konnten, kommen Sie auf diese Einsparung, die hinzugefügt werden. Und im Endergebnis, zusammengenommen mit PTV Logistik, haben wir jetzt in diesem Beispiel 25% Einsparung der Gesamtkosten. Genau. Ja. Und soweit war das schon das meiste von uns beiden. Im Endeffekt, wenn Sie daran Interesse haben, freue ich mich sehr auf die Gespräche. Ich bin heute noch den ganzen Tag hier, aber natürlich auch wegen dem Thema Diebstahlsprävention. Wenn Sie daran Interesse haben, sprechen Sie mich gerne an und wir schauen mal, was wir für Sie tun können. Dankeschön. Danke. Euer Applaus. Und wir haben noch ein bisschen Zeit für Fragen. Das war auch jetzt sehr interessant. Ihr habt viele Dinge auch erstmal angetatscht sozusagen. Habt ihr direkt Fragen? Ja, Thorsten Prell von hier. Guten Morgen. Vielen Dank, toller Vortrag. Ganz am Anfang habe ich eine Lücke. Ich muss über Amazon mit dem Handy bestellen. Was ist denn, wenn ich über eBay bestelle oder mit meinem Webclient bestelle oder im Online-Shop von irgendeinem Händler? Sehr gute Frage. Im Endeffekt funktioniert jede App, die unser Kunde ist. Also im Endeffekt der App-Betreiber wird unser Kunde und integriert unsere Zusatzfunktion. Das kann jede App sein, muss gar kein Online-Shop sein, kann auch was anderes sein. DHL oder DHL, alles. Aber diese Apps alle haben und da auch angemeldet sein und sagen, ja, ich will. Man muss nicht alle Apps haben, man muss mindestens eine App haben, die den Service aktiviert hat, damit das funktioniert. Aber die Sendung wird bei uns gezählt, muss über den App-Operator laufen. Das heißt, es werden jetzt nur wenn jetzt DHL-App das integriert hätte, werden nur die DHL-Sendungen logischerweise optimiert und so weiter und so fort. Ja? Genau. Danke. Ja, bitteschön. Wann ist denn wann wertet ihr eigentlich die Zustellung wirklich als erfolgreich? Ist es echt die händische Übergabe dann? Oder ja, wann kommt das ist ein super Thema, super spannendes Thema und auch sehr wichtiges Thema. Wir haben jetzt zum Beispiel auch 2 staatliche Forschungsprojekte dazu und haben sehr viele Befragungen gemacht mit der HTW Berlin. Und jeder Zustelldienst hatte eine andere Definition von erfolgreicher Zustellung. Ja? Und deswegen ist wichtig, dass man sich die KPIs anschaut, die es gibt. Also im Endeffekt, es gibt einmal die Rücklaufquote, ne? Das ist eine Sache, die ist das Gegenstück im Endeffekt zur Delivery Success Rate. Die ist aber unbrauchbar, um sie für die Optimierung, innerbetriebliche Optimierung zu nutzen. Sie ist brauchbar zur Marketingdarstellung und zur Darstellung vor Investoren, weil diese KPI erfasst alles als ein erfolgreicher Zustellversuch, das nicht verloren ging und nicht an den Absender zurückgeschickt wurde. Das heißt, auch Zustellversuche, die jetzt wenn nach 4 versäumten Zustellversuchen das Paket eingelagert wird und irgendwann der Empfänger es abholt, würde es in dieser KPI als ein einziger erfolgreicher Zustellversuch zählen. Das heißt, man kann gar nicht, wenn man nur diese KPI sucht, bewerten, wie läuft es eigentlich intern bei mir, wie viel Geld verschwende ich eigentlich auf diese Position, nicht wahr? Dasselbe haben wir bei der weit verbreiteten First Attempt Delivery Rate. Da ist es so, wenn der Kunde angefahren wird und er ist nicht da, dann, und das Paket wird an eine Packstation weitergeleitet, dann habe ich ja die Zusatzkosten der Weiterleitung an die Packstation und der Lagerhaltungskosten in der Packstation, der ganze Verwaltungsaufwand, erhöhten Kommunikationsaufwand. Das alles wird aber nicht erfasst, indem man einfach den Bestimmungsort blitzschnell ändert auf die Packstation und sagt, es war ein erfolgreicher Zustellversuch zur Packstation. Und da muss man genau schauen, dass man entweder eine innerbetriebliche KPI baut, die wirklich den Erfolg bei der ersten Anfahrt misst.
Das machen viele Firmen, die eben genau hinschauen. Das heißt, man muss genau hinschauen, wie performe ich eigentlich intern, um eben da Optimierungspotenzial heben zu können. Und gute Sache ist zum Beispiel, ich habe gestern auf LinkedIn auch einen Beitrag dazu veröffentlicht, können Sie gerne mal schauen. Die DRDR, Direct Recipient Delivery Rate, kann man dafür nehmen. Ja? Ja. Wie zieht ihr denn direkte Pudos aus? Also wenn der Kunde jetzt direkt ein Pudo bestellt, also Drop-off-Station und so möchte, Ja. wie zieht ihr das aus der Rate raus? Genau, das geht auch. Man kann direkt an... Die Frage kam nicht an. Wie, kannst du es nochmal wiederholen in die Richtung? Wie man die Zustellversuche oder wenn jetzt der Kunde direkt eine Drop-off-Station bestellt, wie sie das aus dem Quote rauszieht? Genau, das ist ein interessanter Punkt. Also, für Kunden, die das akzeptieren, direkt zu einem Pudo zu liefern, ist diese Lösung irrelevant, um es faktisch zu sagen. Bis jetzt sind das 10-15% der Konsumenten, die das tun. Für die ist das irrelevant, aber es gibt eine andere Funktion, die wir jetzt noch hinzufügen, die ist aber jetzt noch nicht live, die wird erst in ein paar Monaten live gehen, die Entscheidung optimieren wird, in welche Pudo liefere ich eigentlich das Paket, basierend auf dem Verhalten der Nutzer. Denn es ist so, nehmen wir jetzt mal an, ich wohne in Bruchköbel, da habe ich mal gewohnt, ein kleines Kaff am Ende der Welt. Nicht? Und ich arbeite aber in Frankfurt. So, neben meiner Arbeitsstelle ist 5 Meter entfernt eine Packstation. Oder auf dem Weg habe ich einen Bahnhof, wo ich immer eine Viertelstunde warte. Da ist auch eine Packstation. Ich könnte es dahin liefern lassen und das System könnte es automatisch erkennen. Aber in Bruchköbel ist gar keine. Ich muss nach Niederdorf-Hellen irgendwo weiter, um die abzuholen. Das heißt, es ist vollkommen sinnlos, dieses Paket nahe meiner eine Packstation nahe meines Wohnortes zu suchen. Ja? Und und hier können automatisierte Optimierungen des Ortes der Platzierung des Pakets eben gefahren werden, ohne die Menschen faktisch zu tracken, ohne dass wir jemals die Standortdaten oder irgendwelche Daten, personenbezogene Daten der Kunden erhalten. Mhm. Ja, das war's auch. Super. Dann seid ihr erstmal entlassen. Natürlich noch herzliche Einladung, später noch eure Fragen zu beantworten. Ja. Danke. Vielen, vielen herzlichen Dank. Jetzt geht